Das Klackern der Gleise machte einen schläfrig. Die letzten Tage waren für uns alle sehr anstrengend. Es war ein Drunter und Drüber, bis wir unsere Räderteile und unsere Panzer zusammen hatten und endlich mit der Beladung der Züge beginnen konnten. Auch wenn die Wochen davor weniger vom Kampf als mehr von Warten geprägt waren, konnten wir doch mit unserem Regiment und der ganzen Division hier in Ungarn unserem Bundesgenossen hilfreich unter die Arme greifen. Nun ging es im Eiltransport zurück nach Frankreich. So wie auch ich dachten viele, es würde nun weiter gen Osten gehen, aber da hatten wir wohl alle falsche Gedanken gehabt. Ich war mit meiner Besatzung nun nach allen Übungen und diversen Manövern auf Divisionsebene schon eine gute eingespielte Besatzung. Aber wir fieberten dem ersten Schlagabtausch entgegen. Wir wussten noch nicht, was auf uns zukam und ob wir möglicherweise im Westen noch weitere Ausbildungsabschnitte erfahren würden. Es gab Gerüchte, dass die Engländer und Amerikaner von England nach Frankreich wollten, also eine groß angelegte Landung an der französischen Küste. Ob das eine gute Idee war? Während unserer Ausbildungszeit waren wir ein paar Mal zum Atlantikwall gefahren und haben uns dort die riesigen Bunkeranlagen und Geschützstellungen angeschaut. Wahrlich beeindruckende Bauten, die jeden Gegner weit vor der Küste aufhalten würden. Da kommt keiner rüber, war immer dort der Leitspruch. Das erinnerte mich dann immer an das Motto der Maginot-Linie: On ne passe pas. Hier kommt keiner durch. Und doch wurden die Franzosen 1940 in kurzer Zeit niedergerungen und die Maginot-Linie war kein Hindernis für unsere Truppen. Meine Männer waren gute Leute. 2 alte Hasen aus dem Ostfeldzug, Unteroffizier Kurt F. und Unteroffizier Helmut G., Fahrer und Richtschütze in meinem Panzer. Dann noch der Obergefreite Fritz N. als Funker und Obergefreiter Hans F. als Ladeschütze. Alle 4 wollten sich beweisen und auch ich wollte endlich den Panther ins Gefecht führen. Aber unsere Zeit war noch nicht gekommen. Auch in Ungarn hatten wir keinen Schuss abgegeben, aber es hatte sich gezeigt, dass wir als Zug in der Kompanie gut zusammenarbeiten konnten. Auch gab es Verluste in Ungarn. Aber das war nun mal dabei. Sicher würde es noch mehr geben, aber daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich hatte auch endlich die Nachricht bekommen, dass Rudolf, mein alter Richtschütze, nun auch zu unserer Abteilung kommen sollte. Das waren endlich mal gute Nachrichten. Ich war in meinem Abteil mit einigen anderen Kommandanten und wir unterhielten uns dann noch über die aktuelle Kriegssituation. Auch hier merkte man immer noch das Feuer der gepanzerten Husaren. Alle waren guten Mutes, dass wir mit der Division, egal wo man aufgestellt wurde, als Stachel im Fleisch des Feindes oder als Bollwerk gegen die rote Flut nicht versagen würden. Einige gingen auch so weit, dass wir mit den neuen Waffen und mit dem, was noch in den Laboren entwickelt werden würde, wir die Zügel in die Hand bekommen und dann wieder das Handeln bestimmen könnten. Ich war hin und her gerissen. Seit der Zeit im Osten und den harten Schlägen gegen unsere Heeresgruppe war mir klar, dass der Russe so nicht besiegt werden kann. Eine undurchdringliche Abwehrfront, an der er verbluten würde, das wäre ein Weg, um die ewigen Rückzüge aufzuhalten. Aber scheinbar findet der Iwan immer wieder ein Schlupfloch, durch das er durchkommt, um dann die Flanken zu bedrohen. Die Einheiten müssen dann taktisch zurückgenommen werden. Hier im Westen ist es noch ruhig, aber im Süden sieht es auch nicht rosig aus. Dort hat man noch den Geländevorteil. Das ist aber dann auch nur auf dem Papier eine feste Größe, wenn die feindlichen Flieger nicht aus der Gleichung genommen werden. Ich hatte genug gehört und schloss die Augen. Ein paar Stunden Schlaf würden schon helfen. Stunden später wurde ich durch ein lautes Quietschen geweckt. Wir hielten an und ich schälte mich aus meiner schrägen Sitzposition. Etwas steif schaute ich aus dem Fenster und wir waren wohl wieder in Frankreich. Also besorgten wir etwas Kaffee und Brot und schon war der Tag nicht ganz so schlecht. Wir konnten uns die Beine noch etwas vertreten, bevor es weiterging. Es war schon ein toller Anblick, die Panzer in Reihe und Glied auf den Transportwagen zu sehen. Morgen sollten wir wieder in unserem armen Marschraum sein. Alle Zugführer wurden zum Kompaniechef geholt. Ich war nur stellvertretender Zugführer, aber ich ging auch mit. Wir versammelten uns in einem Abteil, das zu einem Kartenraum umfunktioniert war. Der Kompaniechef erklärte den Tagesablauf, also eher das Tagesziel und dass wir, wenn es keine Probleme geben würde, am 5. Juni ausladen könnten.
Es gab noch keinen Kampfauftrag für das Regiment, aber wichtig war erstmal, dass wir alles an Material und Personal in einem Stück zurückbrachten. Als wir entlassen wurden, gab es kleine Gruppen. Man hörte hier und da Berichte, was die Männer und die Besatzung erlebt hatten. Ich setzte mich im Anschluss zu Ernst und wir rauchten. Ernst meinte, er hat kein gutes Gefühl im Bauch. Ich lachte und meinte, das hätte er doch nie. Aber er wurde nachdenklich und meinte, dass wir sicherlich Schwierigkeiten in Frankreich bekommen würden. Das Problem wäre eine Invasion. Ich wischte seine Bedenken weg und meinte, dass die nicht mal bis ans Ufer kommen würden. Und wenn, was schon mit dem Teufel zugehen müsste, die es doch schaffen, würden die kampferprobten deutschen Verbände die schnell ins Meer zurückwerfen. Das ist nicht Russland, Peter, meinte Ernst zu mir. Hier hast du ein komplett anderes Gelände und auch der Amerikaner ist kein Feind wie der Iwan. Ernst war in Afrika und hat gegen die Tommies und auch gegen die Amerikaner gekämpft. Also weiß er sicherlich, wovon er spricht. Ich führte aber an, dass die Panzer natürlich auch betrachtet werden müssen. Die haben nichts, was unserem Panzer 4 oder 5 wirklich ebenbürtig ist. Dazu noch die Kampferfahrung unserer Leute. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Ernst ging nicht darauf ein. Er war eben ein gebranntes Kind. 3-mal wurde sein Panzer schon abgeschossen und jedes Mal kam er gerade noch so davon. Das letzte Mal war es auch im Rückzug in Afrika, wo sein Panzer 3 von einem britischen Churchill getroffen wurde. Er hatte keine Chance, sich gegen diese Übermacht zu wehren. Als sein Panzer dann brannte, konnte er noch den Ladeschützen mit aus dem Kampfraum ziehen. Funker und Fahrer blieben im brennenden Panzer zurück. Der Richtschütze war auch verwundet, kam aber selber noch raus. Ernst hatte sich an Händen und Armen verbrannt. Der Ladeschütze verlor einen Arm. Ich glaube, das hat er nicht so richtig verwunden. Gibt sich selber die Schuld, weil er nicht weiter zurückgerollt ist. Aber so ist das eben. Man trifft eine Entscheidung und dann kommt das Schicksal dazu. Natürlich auch immer mal wieder das Glück. Der Zug fuhr weiter und wir hatten Zeit für uns. Ich schrieb ein paar Zeilen an die Mutter und hoffte, dass ich dann zum Weihnachtsfest wieder nach Hause fahren konnte. Die Stunden zogen dahin und wenn man nur abwarten muss, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Trotzdem gab es gute Verpflegung und wir hofften, dass wir wieder in unseren alten Bereitstellungsraum kommen würden. Ein junger Kommandant aus meinem Zug kam zu mir und bat um ein kurzes Gespräch. Der Leutnant hatte noch keine Kampferfahrung. Sichtlich nervös nahm er bei mir Platz und versuchte nicht auf meine große Narbe und meine Verletzung am Ohr zu schauen. Ich sagte ihm, er könne ruhig genau hinsehen. Jeder hier wusste schon, wie das damals passiert war, und gerade die jungen Kameraden sollten sich das immer vor Augen halten. Also wartete ich vorerst auf die Frage, die er mir stellen wollte. Es ging um seine Besatzung und er glaubte, die nehmen ihn nicht für voll. Gut, das ist am Anfang immer so. Den Rang bekommt man verliehen, den Respekt muss man sich verdienen. Ich riet ihm, sich immer mit seinem Richtschützen abzusprechen. Das sind in der Regel die alten Hasen und die kennen das Spiel. Die restliche Besatzung muss man nehmen, wie sie ist. Man muss Dinge über die Familie, den Wohnort und Details der Männer kennen, um in Gesprächen zu zeigen, dass man sich für deren Leben außerhalb des Panzers auch interessiert. Man sollte streng, aber nicht überheblich sein. Immer eine gute Distanz wahren, aber wenn es nötig ist, auch mal menschlich entscheiden. Die Männer wollen geführt werden und brauchen eine starke Hand, die Entscheidung trifft. Auch ein Scherz sollte mal gemacht werden, aber nicht rumalbern. Wir kämpfen und sterben, da kann ein Lächeln helfen, die Angst zu vertreiben. Aber auch an der Risikobereitschaft wird man gemessen. Nur Vorsicht mag hier und da angebracht, aber ohne einen gewissen Schneid im Angesicht des Feindes kann man seine Position als Vorgesetzter nicht behaupten. Der junge Leutnant saugte alles in sich auf und ich hoffte für ihn, dass er den gesunden Mittelweg finden würde. Erfahrung muss man eben sammeln. Dafür sollte man nur lange genug überleben. Ich denke, ich habe ihm alles mitgegeben, was er brauchen würde. Den Rest muss er alleine schaffen. Man wird sehen, was die Zeit bringt. Die anderen Kommandanten nehmen das junge Gemüse meistens hart ran, sind aber nie böse oder gemein. Alle wollen ja das Gleiche und es geht nur, wenn man zusammenhält. Es heißt nicht umsonst im Kampf gestählt und zusammengeschweißt. Unruhige Zeiten kommen auf uns zu. Das wussten wir schon. Nur das Wann und Wo konnten wir jetzt noch nicht abschätzen.